herzlich willkommen zum Premieren-Podcast von Für Karlsruhe, der Wählervereinigung hier in Karlsruhe, Politik mit christlicher Herzenshaltung. Das ist unser erster Podcast. Wir wollen im Zuge der Kommunalpolitik und auch Wahl nächsten Jahres mal unsere Hauptschwerpunkte unserer Politik darlegen. Und eines dieser Punkte, wo wir uns engagieren wollen, ist eben der Sport. Das ist natürlich der Allgemeinsport, Breitensport, aber es ist auch durchaus Förderung von Leistungssport und möglichst viele, weil das ist etwas, was uns ja auch gefällt, wenn wir erste Liga gucken können, nicht nur beim Fußball, sondern Volleyball, sondern vielleicht auch irgendwann mal beim Basketball. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Schneider. Ich bin 51 Jahre alt, bin mit Herz und Verstand Karlsruhe, hätte ich fast gesagt. Also nicht gebürtig, Ulm, aber ansonsten hier aufgewachsen. Mal kurz in Mainz gewesen, wieder zurückgekommen, hier in Karlsruhe studiert, damals noch an der Universität Karlsruhe, jetzt KIT, Bauingenieurwesen, und bin im Moment beruflich in Rheinland-Pfalz unterwegs als Niederlassungsleiter der Bauverwaltung des LBB in Rheinland-Pfalz dort tätig. Dann bin ich seit etwa 5 Jahren bei Für Karlsruhe dabei und seit etwa einem Jahr eben auch gewählt als Vorsitzender von Für Karlsruhe. Und dafür bin ich hier auch Gastgeber heute. Wir haben hier einen Gast. Den ersten Gast, den ich begrüßen darf, ist Felix Banz. Felix Banz ist Geschäftsführer beim PSK, einem der größten Sportvereine hier in Karlsruhe. Ich glaube, knapp 4.500 Mitglieder, Felix. Aber sag gern du was zu dir und zu deinem Verein. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Wie du schon erwähnt hast, Markus, mein Name ist Felix Banz. Ich bin 38 Jahre alt und im Verein seit 2017 als Mitglied aktiv, da im Fußball eingetreten und aktiv Fußball gespielt. Und dann 2014 hat mich auch mein beruflicher Weg zum Verein geschlagen und bin damals als Geschäftsführer eingestellt worden. Und damals waren die Strukturen noch ehrenamtlich im Vorstand. Mittlerweile bin ich seit 2021 hauptamtlicher Vorstand. Die Struktur haben wir umgebaut und haben 2 hauptamtliche Vorstände und einen ehrenamtlichen Aufsichtsrat. Und nebenbei bin ich noch in 2 anderen Vereinen stellvertretender Vorsitzender. Einmal in der Gesundheitsinitiative Karlsruhe. Da kümmere ich mich im Vorstand um die Finanzen. Und dann noch im Sportkreis arbeite ich ebenfalls als stellvertretender Vorstand mit seit 2021. Vielleicht sage ich noch gerade kurz was zum PSK. Du hast ja angerissen gehabt. Wir haben ungefähr 4.500 Mitglieder in 20 verschiedenen Abteilungen. Der PSK ist nicht nur ein Sportverein mit Breitensport, sondern wir haben auch den Leistungssport mit dem PSK Lions im Verein integriert, in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und wir betreiben auch das Oberwaldbad als wirtschaftlichen Zweckbetrieb und haben dort Schwimmkurse, Aquakurse und versorgen da hauptsächlich die Kinder mit Schwimmen, oder sie lernen eher bei uns schwimmen. Und so strukturiert sich der Verein im Sport. Ja, sehr gut. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auch und habe gesehen oder mir angeschaut, was die Stadt Karlsruhe für den Sport tut. Und es ist ja eine zusätzliche Aufgabe, die die Stadt sich gibt und dafür auch Gelder ausgibt. Und ich denke, für den Sport ist das ja auch gut ausgegeben. Soziales, Kultur, Sport. Und dann gibt es da als Grundlage die Sportförderungsrichtlinie. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so roundabout 5,5 Millionen, die da dem Sport, also ich sage jetzt mal den Verein, zur Verfügung steht. Ich habe auch verstanden, vielleicht für die Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, die Vereine sind hier in Karlsruhe
denen gehört das Gelände oder es ist denen zugewiesen. Das heißt, die müssen selbst damit umgehen und die Stadt unterstützt die Vereine dabei. Wie siehst du das insgesamt? Wo sind da eure Probleme? Ist da ein Verbesserungsbedarf? Ich weiß es ja selbst, deswegen ist es fast eine rhetorische Frage, aber vielleicht kannst du in die Richtung, was kann man da oder was kann die Stadt dafür tun, ja, den Sport und die Vereine hier zu unterstützen? Auf Grundlage der Sportförderungsrichtlinie, was ist da verbesserungsfähig? Sehr breite Frage. Aber ich versuche es mal runterzubrechen auf ein paar wichtige Punkte. Die meisten Vereine sind haben vereinseigene Sportstätten. Und diese vereinseigenen Sportstätten sind meines Wissens auch größtenteils auf Erbpachtrecht, also auf Gelände der Stadt Karlsruhe. Es gibt ganz wenige, die vielleicht die ein oder anderen Flächen dann denen selber gehören, beziehungsweise dann teilweise auch dem Land. Es gibt ja auch Flächen in der Stadt, die dem Land gehören. Und von daher müssen wir uns als Vereine, jetzt das Gros der Vereine, und selber um unsere Gebäude kümmern, diese entsprechend sanieren, instand halten und pflegen. Und da hat die Stadt Karlsruhe eine Sportförderrichtlinie, in dem sie den Vereinen Geld zukommen lässt. Das bedeutet aber auch, wir als Vorstände, dann nehme ich jetzt mich mit ein und alle anderen ehrenamtlichen Vorstände auch in der Stadt Karlsruhe, die vereinseigene Sportstätten haben, wir sind auch privat haftend für das, was wir da tun und verantwortlich für unsere Gebäude und Sportanlagen. Und der Sportförderrichtlinie, die hat gewisse Unterpunkte, ich glaube 10 oder 11 sind es insgesamt, nagel mich da jetzt nicht fest, müsste jetzt selber nochmal nachschauen, was wir da 2014, 15 weiterentwickelt hatten. Und da ist ein großer Teil, geht da in die Unterhaltung rein, die Instandhaltung, da gibt es auch dann, wird runtergebrochen auf die Quadratmeter in der Halle, Quadratmeter eines Rasenplatzes, wie viele Tennisplätze hat man. Da ist eine ganze Tabelle dabei, wo das dann ausgerechnet wird von der Verwaltung. Und die kommen auch alle paar Jahre vorbei und messen das aus. Für Bau- und Sanierungsmaßnahmen sind 1,5 Millionen Euro in dem Topf vorhanden. Und die Vereine haben einen relativ großen Sanierungsstau, sodass es mehr Anträge gibt im Jahr, als die 1,5 Millionen sozusagen bauen könnten. Und da könnte man ruhig mal ansetzen. Ja. Die wurden über Corona 10% erhöht, die Maßnahmen. Dann aber wieder gestrichen, die 10%. Die Inflation ist wahnsinnig hoch seit mehreren Monaten und frisst natürlich da die Gelder weg. Alles wird teurer und die Zinsen steigen auch wieder. Das belastet natürlich auch die ganzen Bauvorhaben, weil die Vereine müssen in Vorkasse gehen sozusagen, bis die Zuschüsse dann in 1, 2, 3 Jahren ausgezahlt werden. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Also wenn man das jetzt auch aus Außenstehender, und ich habe ja da auch ein bisschen Bausachverstand über die Liegenschaften, die ich betreue in Rheinland-Pfalz, und ihr habt ja, sind glaube ich etwas mehr als 200 Vereine mit den kompletten Liegenschaften. Das ist eigentlich 5,5 Millionen, 1,3, ich sag mal unter 10 Millionen, das ist eigentlich zu wenig, um den Sanierungsstau zu beheben. Und vielleicht auch, man sieht es in dem Sportentwicklungsplan, der aus 2015, glaube ich, abgeschlossen wurde, sieht man das auch, dass da ein wichtiger Aspekt war, den Sanierungsstau oder eine Konzeption der Stadt zu entwickeln. Das ist sicher vielleicht auch ein bisschen an uns, an der Politik oder auch an uns für Karlsruhe, da ein bisschen nachzuhaken, wie weit ist man oder da vielleicht mehr zu investieren. Wir wissen alle, dass die Stadt Karlsruhe in Zukunft schwierig sein wird, Investitionen unterzubringen. Aber ich glaube, da muss man auch umschichten und ich glaube, das wäre der Sport wert. Ja, wie siehst du denn so die Zusammenarbeit der Vereine mit der Stadt, mit den Dezernaten? Da gibt es ja auch verschiedene Zuschnitte und wenn ich es richtig verstehe, ist es auch manchmal, dass natürlich beim Bürgermeister Lenz hier Sport und Jugend ist, aber dass durchaus die Liegenschaften woanders sind. Funktioniert das? Gibt es da eine gute Zusammenarbeit? Seid ihr da gut bedient von der Stadt? Gerne auch Kritik. Ja, man muss erstmal auch die Struktur verstehen, die dahinter steht. Ne? Also Dezernat 3 ist ja Sport und Soziales und
da ist er erstmal unser erster Ansprechpartner. Und auch die Verwaltung dort, weil die verwalten ja auch die Sportförderrichtlinien und, sage ich mal, das Programm im Sport an sich. Und dann gibt es aber auch die HS Hochbau Gebäudewirtschaft, die zum Beispiel die ganzen Hallen verwalten und sich um die Hallensanierung kümmern. Und dort ist ja auch die KSBG angesiedelt, Karlsruher Sportbetriebsgesellschaft, bei denen man die Hallenanträge stellt, um eine Hallenzeit zu bekommen. Und die Schulen und Sporthallen sind sozusagen ab 17:30 Uhr für den Vereinssport geöffnet und die können wir anmieten. Und entsprechend stellen wir da Anträge. Und das ist natürlich heiß begehrte Sportfläche der Stadt Karlsruhe. Die sind ja nicht vereinseigen und um die ganzen Hallensportarten abzudecken. Es ist sehr teuer, eine eigene Halle zu unterhalten als Sportverein. Man hätte aber dann die eigene Hoheit und könnte natürlich sehr viel mehr Sport zulassen. Ja. Hallensport ist auch meines Erachtens teurer als, sage ich mal, Outdoor-Sport. Obwohl ein Fußballfeld jetzt nicht gerade günstig ist zu betreiben. 7.000 Quadratmeter Rasenfläche ist teuer, das zu unterhalten. Aber die Kommunikation als Ganzes funktioniert. Man tauscht sich aus, man hat verschiedene Treffen, worüber man im Jahr sich austauschen kann. Mir fehlt ein bisschen der direkte Kontakt, dass es nicht nur Abendveranstaltungen sind, wo man zusammenkommt aufgrund eines Ereignisses wie Sportlerehrung oder Sportgala, was auch immer, sondern dass es auch Arbeitstreffen gibt und dass hier mehr Kommunikation herrscht. Und da möchte ich auch ein bisschen einen Unterschied machen zwischen den großen Sportvereinen und kleineren Sportvereinen. Da könnte man auch mal drüber nachdenken, ob man einen ständigen Sitz im Sportausschuss hat für Großsportvereine ab einer gewissen Größe. Ja, weil die haben andere Belange, die bedienen viel mehr Mitglieder. Da ist auch viel mehr Etat hinten dran. Da ist teilweise Hauptamtlichkeit. Da werden teilweise Trends umgesetzt im Sport. Ja. Da ist man mehr am Puls der Zeit und bei Hauptamtlichkeit sprechen wir dann auch von der Verfügbarkeit zu normalen Tageszeiten. Und das Ehrenamt ist da eher zu den Nachmittags-Abendzeiten verfügbar. Und da könnte man schon über eine Differenzierung nachdenken. Also das nehmen wir gerne auf, Felix, und bringen es vielleicht rein. Ich kann auch sagen, das habe ich auch nachgelesen, in dem kommunalen Sportförderungsprogramm steht das auch als ein Hinweis drin, dieses Know-how der großen Vereine und du sagst es ja schon, du bist ja Vollzeit, du bist ja nicht ehrenamtlich, sondern das ist deine Beschäftigung und dieses Know-how auch in die Stadt einzubringen, auch für, wo gibt es ist auch im kommunalen Entwicklungsplan drin, zusätzliche Hallen, 3 Felderhallen neu zu bauen. Wir haben ja schon über die Probleme der Finanzen gesprochen. Aber das ist natürlich eine Investition, die wir angehen sollten und die Sinn macht. Ja, vielleicht nochmal du hast ja PSK Lions auf deinem Hemd. Ich komme noch von einer anderen Veranstaltung, da musste ich das tragen. Ja, das ist perfekt und ich glaube, die meisten begleiten natürlich die Lions auch nicht nur mit Begeisterung, die dort sind, sondern auch freuen uns drauf, wie ihr da durchstartet und ihr habt ja, wenn ich das richtig gesehen habe, auch Gründung Basketball Region Lions. Was steckt da dahinter und was ist da die Intention bei euch für diese Gründung? Das ist ein guter Punkt. Das ist ein ganz neues Projekt, jetzt nicht im Profibereich angegliedert, sondern im Jugendbereich, im Leistungssport angegliedert. Wir haben analysiert, wie können wir mehr Mitglieder generieren im Verein, wie können wir mehr Kinder zum Basketball bringen. Das hat auch mit der Gesamtstrategie Basketball Deutschland zu tun. Da geht es auch Richtung Vorgaben des Ausbildungsfonds Basketball und der Basketball-Bundesliga für zukünftige Projekte bis 2032. Und wir haben gesehen, wir können keine weiteren Hallenzeiten bekommen, um noch mehr Mitglieder aufzunehmen. Die Trainer sind nicht das Problem, die kann man heranführen, die kann man aus der eigenen Jugend gewinnen, die kann man auch teilweise über Hauptamtlichkeit bekommen. Wir stagnieren seit
4, 5, 6 Jahren bei rund, sag ich mal, 260 bis 300 Mitgliedern, variiert es immer. Und man hätte eigentlich viel mehr Potenzial. Und wenn wir den Leistungssport abbilden im Jugendbasketball und in den höheren Ligen spielen, Jugendoberliga im Grunde, das ist die höchste Jugendliga, die es in unserem Bezirk gibt, plus noch die Jugendbasketball-Bundesliga für unter 16-Jährige oder die Nachwuchsbasketball-Bundesliga für unter 19-Jährige, dann müssen wir die Kinder und Jugendlichen in ihren Stammverein halten, was zu einer Verbesserung der Qualität in den Stammverein führt und über Doppellizenz dann entsprechend bei den höheren Ligen der PSK Lions dazu nehmen. Wie so eine Art Auswahlmannschaften, die dann für die PSK Lions spielen. Gleichzeitig möchten wir gerne die Trainer vor Ort weiter ausbilden. Das nennt man im Basketball Coach Clinics. Das ist wie bestimmte Systeme weiterentwickeln, lernen auf taktischer Ebene, Athletikbereich etc., damit die in ihren Vereinen vor Ort die Kinder und Jugendlichen im Basketball verbessern. Diese Basketballregion Lions haben wir nicht an Stadtgrenzen oder Landkreisgrenzen gehaftet, sondern sind einfach mal von den Städten Bruchsal bis Bühl ausgegangen. Da liegen auch so die weit entferntesten Kontakte und Kooperationen, die wir bereits führen. Das geht bis nach Pforzheim rein. Wir sind auch offen, gerne nach Frankreich zu gehen und ins Elsass und da auch eine Brücke ins Nachbarland zu schlagen. Wir haben einen sehr guten Austausch mit dem Basketballverein in Nancy. Unsere Testspiele im Jugend U16, U19, aber auch die Profis der PSK Lions haben da ständigen Austausch und Testspiele. Also da sind wir recht offen. Das Projekt ist ganz jung. Wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben gerade vier Kooperationen mit dem Projekt. Ziel war, bis September 8 zu haben. Ja. Ich glaube, 8 bis 12 hatte ich mal in der BNN im Interview gesagt. Mal gucken, wie sich das entwickelt über den Sommer. Nee, super. Also vielleicht nochmal, also auch danke dafür für die tolle Arbeit. Ich glaube, da ist auch die Daniel Ljubic, glaube ich, richtig, die sehr aktiv. Muss ich weitergeben an die Jugendtrainer und alle, die da in der Halle stehen und arbeiten. Ja. Das ist für die. Nee, das ist Wahnsinn und auch das, was das für eine Strahlkraft hat. Und ich durfte es ja selbst mal erleben mit meinen jüngsten Kindern, damals noch erste Liga, Ruven Rösler, und das hat schon richtig Spaß gemacht. Und vielleicht da nochmal auch, wir unterstützen, wir von für Karlsruhe dich und natürlich die Lions da auch weiter gerne. Ich verfolge ja auch immer die Problematik mit der Halle. Ne? Jetzt seid ihr ambitioniert, auch nächstes Jahr wieder in die erste Liga zu kommen. Und ich meine, wenn man das euch verfolgt über die letzten Jahre, dann ist das auch ja durchaus realistisch. Wie kriegen wir es dieses Jahr hin? Weil ich kann mich noch erinnern, 17 war es, glaube ich, ging es mal um so eine Lufthalle, wo wir, glaube ich, aus dem Osten holen wollten. Und jedes Mal war, das darf ich so offen auch kritisch sagen, die Stadt wieder überrascht, dass man Sicherheiten für die erste Liga und dass man eine größere Halle braucht. Was braucht ihr jetzt, um das mit nächstes Jahr, wenn ihr seid jetzt Dritter geworden und in den Playoffs ganz knapp nur nicht nach oben gegangen. Was braucht ihr an Sicherheiten, wann, zu welchem Zeitpunkt, um dann für die Lizenz für nächstes Jahr zumindest gesichert zu sein? Weil die Europahalle steht ja, ist die einzige, die zur Verfügung steht. Die wird umgebaut. Wir wissen alle um die Probleme, darf auch so kritisch sein, mit den Bauprojekten der Stadt Karlsruhe, wann sie fertig werden. Ende des Jahres geplant, aber auch schon mit der Option, erst ab 1.7. zu planen. Wann braucht ihr eine Sicherheit und welcher Form von der Stadt? Also für so ein Profiprojekt braucht man als allererstes Planungssicherheit. Und das am besten auf allen Ebenen. Wenn ich jetzt mal kurz zurückschlage auf das Jahr 2014. PSK Lions gründen sich. Das war, glaube ich, damals im Mai oder Juni. Gleichzeitig schließt die Europahalle. Ja. So, erstmal kein Problem für so ein Gründungsprojekt in der 5. Liga, interessiert uns erstmal nicht. Dann geht das ganze Ding steil bergauf und wir steigen dreimal hintereinander auf und sind in der Saison 17, 18 plötzlich in der Pro A. Die Hallenproblematik kann sich in so einer kurzen Zeit nicht verbessern.
Ja gut, seit 14 wäre Zeit gewesen, die Sanierung 14 bis 17, durchzusehen. 3 Jahre, wenn man da, sag ich mal... Ist realistisch für eine Sanierung von einer gut, du bist ja bestehenden Profi in dem Ja, Bereich. das kann ich Du sagen, bist ja Profi, könnte genau. man hinkriegen. Wir haben da verschiedenste Situationen und Modelle durchdacht, wie wir das dann hinbekommen. Wir waren da in Gotha, haben uns dieses Bierzelt angeschaut. Das war Anfang Januar, es war sehr kalt da drin. Und, ihr hättet einen Sportplatz geopfert, wenn ich richtig weiß. Wir wollten den Rasenplatz Sportplatz opfern. Unsere Fußballer fanden es nicht so toll, aber sie wären es mitgegangen. Das muss man ganz klar sagen. Im Grunde bin ich froh, dass dieses Zelt nicht nach Karlsruhe gekommen ist. Ja. Das hätte nicht funktioniert. Im Grunde hätte es nicht funktioniert, wenn man sich die neuen Standards dieser Pro A anschaut, die neuen Standards der Basketball-Bundesliga anschaut. Es hätte für die Zukunft nicht funktioniert. Es wäre auch nur eine Übergangslösung gewesen, vielleicht für 1-2 Jahre. Und was macht man dann mit so einem Zelt? Das ist aber jetzt Vergangenheit. Das genau, nach vorne schauen. Wir schauen da eher nach vorne. Die Europahalle wurde geöffnet unter Sondervoraussetzungen. Es hat funktioniert. Brandwachen, ne? Ja. Hatten dann noch 4 Spiele in der Friedrich-List-Halle mit Umbau, Parkett, ein Riesenaufwand. Ich habe da teilweise mit anderen Mitarbeitern im Verein das Parkett mitverlegt. Es war eine harte Zeit. Wir hatten eine tolle Saison. Tolle Unterstützung, Fans, Sponsoren, Unterstützern. Die Stadt hat auch alles versucht, dass wir da irgendwie spielen können. Die Europahalle hat natürlich auch eine Anziehungskraft. Mehr Zuschauer sind dann dadurch auch gekommen. Es war natürlich begrenzt auf 1500. Wir haben dann über die Jahre in der Europahalle auch immer wieder weitere Maßnahmen gehabt, um die zu verbessern, mit weiteren mobilen Tribünen. Da hat auch die Stadt unterstützt. Man hätte aber uns in dem ganzen Prozess, wie die Europahalle dann geplant wurde, wie es dann entschieden wurde, viel mehr mit einbinden müssen. Wir sind wahrscheinlich der Ankermieter von dieser Halle. Wir haben gewisse Voraussetzungen. Das wurde alles nicht abgefragt. Und es ist dann natürlich auch auf Leichtathletik geschaut worden, damit die auch unterkommen mit ihren Trainingsbedingungen und unter anderem für das Meeting. Man hätte aber uns fragen müssen und uns mitnehmen müssen in dieser Planungsgeschichte, wie wir das sehen, um einfach auch ein Meinungsbild abzuholen. Seid ihr denn jetzt in Kontakt mit dem Bürgermeister Lenz oder wem auch immer für die neue Saison? Oder muss man da was knüpfen? Zum Thema Halle und Sicherheit für die Lizenzierung nächstes Jahr. Gut, der Kontakt hat sich jetzt beschränkt auf die Lizenzierung, wo wir das dann relativ kurzfristig dann nochmal Klarheit haben wollten. Danach gab es keine weiteren Gespräche. Hätte ich mir auch gewünscht, dass da vielleicht nochmal eine Runde zusammengekommen wäre, um diese Planungssicherheit für die kommende Spielzeit zu haben. Das können wir aber gerne auch nochmal dann anfragen, direkt in den verschiedenen Verwaltungsebenen oder auch bis hoch zum Herrn Mentrup. Da möchten wir auch gerne weiter in Austausch stehen. Ich glaube, die PSK Lions sind ein sehr interessantes Projekt für die Stadt Karlsruhe. Wir können sehr viele tolle Sachen transportieren mit dem Projekt. Das Projekt ist Deutschland, also Basketball Pro A, zweite Liga, ist deutschlandweit angesiedelt. Man kann sehen, wie schnell man aufsteigen kann. Die Sponsoren sind sehr begeistert von dem Projekt. Schauen wir mal, was wir die nächsten 2 Monate noch alles generieren können, welche Partner wir dazu holen. Daran scheitert es, glaube ich, nicht. Man braucht die Infrastruktur. Neben einer Spielstätte braucht man aber auch einen, ich sage es mal, Arbeitsplatz für Profis. Ja. Unsere Profis sind angestellt. Ja. Unsere Profis brauchen dementsprechend einen Arbeitsplatz. Und der Arbeitsplatz ist eine Trainingshalle. Ja. Und eine Trainingshalle für Profisport benötigt gewisse Rahmenbedingungen. Länge der Trainingszeit, Ausstattung der Halle und so weiter und so fort. Und das ist wie im Büro. Ja. Ja. Sitzt du auch lieber auf einem besseren Bürostuhl und hast einen neueren Laptop und eine gute Internetverbindung. Ja. Und über Corona haben wir es gesehen. Ich saß teilweise am Küchentisch.
Das war nicht toll. Felix, das nehmen wir mit. Also ich nehme da mit, du hast zwar jetzt nicht gesagt, wann genau die Lizenzierung, aber die muss ja schon relativ früh auch klar sein. Du hast es im Vorgespräch auch mal angedeutet. Es muss natürlich auch für die Sponsoren klar sein, wird es jetzt die Europahalle, ne? Kriegen wir das hin? Also ich glaube, da können wir auch vom Gemeinderat oder von der Fraktion auch für Karlsruhe da ein bisschen Da kann ich ja dranbleiben. noch mal ganz kurz darauf antworten. Gerne. Also die Lizenz ist jährlich am 15.04. Abzugeben. Ja. Und bis dahin braucht man das Ganze in Papierform beziehungsweise mittlerweile digitalisiert. Das heißt aber nicht, dass ich da 2 Wochen vorher ein Schreiben brauche, sondern ich brauche das ein paar Monate vorher, weil ich muss ja auch irgendwas planen. Wenn ich den Sponsoren sage, die LED-Bande steht hier, die Videowand ist 3:4 oder 16:9, das macht einen riesen Unterschied. Oder ich kann Banner von der Decke hängen oder ich kann sie nur auf eine Holzbande drauf. Das heißt, du brauchst ein mit Unterschrift versehenes Formular, Richtig. wo draufsteht, jawohl, den PSK Lions stehen in Karlsruhe die Europahalle ab dem 1.7. zur Verfügung. Das wäre das schöner wäre 1. April 1. April 2024. Dann könnten wir mögliche Playoffs im Mai 2024 eventuell bereits in der Europahalle spielen. Das wäre natürlich sensationell. Super. Wir bleiben da dran. Eine Frage noch zu es gibt ja auch Leistungssportförderungs, nicht Richtlinien, aber Sportförderung für Kaderathleten. Und wenn man da reinguckt, die BNN hat dazu auch einen guten Artikel geschrieben. Das ist hauptsächlich Einzelsportarten, die da gefördert werden. Das sind ja unsere herausragenden Dinge wie Volleyball, Basketball, auch Tischtennis, Grünwettersbach, fallen da so ein bisschen runter. Ich gebe ganz offen zu, ich bin so eher ein Mannschaftssportler. Was kann man da ändern oder wie siehst du das, dass man da auch eine gewisse Förderung, die ich glaube, ihr habt ja auch ein oder jetzt schon 2 Jugendnationalspieler und zwar nicht fördert, wenn sie es dann 10 Jahre waren, sondern natürlich auch im Hinblick in der Entwicklung in der Jugend da eine Förderung macht, wie es eine recht gute Förderung, glaube ich, in den Individualsportarten schon ist. Wie siehst du das? Seit 2021 bin ich auch im Sportkreis aktiv als stellvertretender Vorsitzender und wir haben die Sportförderrichtlinien im Gremium des Vorstands und auch mit diversen Hearings der einzelnen Sportarten angepasst. Da gab es dann auch jetzt eine Änderung der Vergaberichtlinien. Es wurde auf ein Punktesystem umgestellt. Das Punktesystem hat mehr Möglichkeiten, Mannschaftssportarten zu fördern. Dennoch haben Einzelsportarten größere Vorteile, weil die Grundlage sind, oder eine große Grundlage sind einfach die Kaderstrukturen. Und ein Basketballer oder ein Volleyballer zu einem Nationalspieler zu machen oder zum Kaderathleten ist tendenziell schwieriger als ein Judoka oder ein Kanuten. Und da liegt jetzt die Differenz in dem Ganzen. Und ich hatte mir mal ausgerechnet, wenn wir eine wirklich hohe Förderung möchten oder davon wirklich profitieren möchten, dann müsste unsere ganze Mannschaft im Nationalkader sein und gleichzeitig auf die Eliteschule des Sports gehen, um diese Punkte abzusahnen in diesem Bereich jetzt. Okay. Gibt es noch andere Bereiche, für die es Punkte gibt. Und dann entsprechend werden die Punkte ausgewertet und hinter den gewissen Gesamtpunktzahlen gibt es dann eine gewisse Förderung. Kann man, glaube ich, auch alles nachlesen online. Die PSK Lions sind jetzt leider in diesem Bereich wieder nicht förderfähig. Das hat aber nicht mit dem Punktesystem an sich zu tun, sondern mit der Annahme, dass es in Karlsruhe eine Doppelstruktur gäbe für Basketball. Unserer Ansicht nach gibt es keine Doppelstruktur. Wir sind, sage ich mal, Platzhirsch im Jugendleistungssport, im Basketball. Entsprechend spielen wir in den höchsten Ligen, entsprechend gewinnen wir die Titel, haben, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr 2 Nationalspieler gehabt. Der eine hat uns leider verlassen nach Ludwigsburg, der andere ist noch vor Ort. Es gibt jetzt aber auch wieder einen U14-Spieler, der nominiert ist und für den U-Kader im Basketball. Und deshalb sehen wir da auch keine Doppelstruktur. Und möglicherweise sind es noch
alte Feststellungen von vor 5, 6 Jahren, wo auch der SSC Karlsruhe eine JBBL hatte für ein Jahr. Und wir haben das durchgehend jetzt seit den letzten 8 Jahren gehabt. Ja. Also man sieht ja auch vielleicht in den kommunalen Sportförderungsplan, der ja auch dann Ergebnisse gebracht hat, dass da eine gewisse Transparenz oder Überarbeitung notwendig ist. Vielleicht können wir das auch mal angehen und ja im Hinblick auf die Mannschaftssportarten auch ein bisschen da kann verbessern. ich ein bisschen einhaken noch. Es gab ja von der Stadt Karlsruhe eine Art Bundesliga-Förderung. Das hat dann aber eher die Bundesliga-Mannschaften betroffen und die wurde aber alternativlos gestrichen aufgrund von Einsparungen. War eine gute Sache. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Kommunikation gewünscht, dass da vielleicht ein Nachfolgeprojekt kommt oder dass man da nochmal eine Runde macht mit den entsprechenden Profimannschaften in Karlsruhe. Man kann das ja vielleicht mal wieder aufnehmen, wenn die Finanzlage in Karlsruhe ein bisschen besser ist, weil das ist so ein kleiner Gegenpol gewesen zu der Sportförderrichtlinie. Ja, gut, dann sage ich mal vielen Dank, Felix, dass du da warst. Vielleicht zusammenfassend nochmal für uns, für Karlsruhe, wir unterstützen euch im Sport und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen und deswegen weiß ich das vielleicht auch nochmal wahnsinnig zu schätzen, was ihr da leistet. Vielleicht auch nochmal der Kunstrasenplatz, den ihr da natürlich mit Fördermitteln auch wiederum alles ausgeschöpft, aber dann doch in Eigenleistung fertiggestellt hat, das mit Ehrenamtlichen, mit ganz vielen, die ich ja auch noch kenne. Ich durfte da auch am Anfang mit dabei sein. Das ist großes Kino. Vielen Dank dafür und gibt es gerne weiter. Ja, und wir bleiben da dran. Es ist uns für Karlsruhe wichtig, dass der Sport gefördert wird und gerade jetzt, wo die Investitionen, Sporthallen schwierig werden, dafür aber Räume zu schaffen. Dafür werden wir uns einsetzen und deswegen, wählt uns beziehungsweise folgt uns, hört diesen Podcast an und wenn ihr gut findet, gebt uns Rückmeldungen, in welcher Form auch immer. Wir sind auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Abschließend darf ich noch Grüße ausrichten an meine alten Freunde vom Förderverein Jugendfußball. Manu, Enrico, Tobi, Jochen und Klaus. Das macht ja super. Und tschüss. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke, dass ich da sein durfte. Schön, dass du da warst.